Then all of a sudden you hear this sound. Das ist alles pur an dem Auto. Entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, aber das ist der geilste Motorsound. The decision was made, I'm gonna go full speed ahead. So I was in this jumbo jet where this box was sitting in the back alongside with some race horses. And the pilot, he said, okay, can you give me a hint what's in the box, you know? And he kept nagging me, you know, let me know what's in the box. I said, I can't tell you anything, but next week or 2 weeks from now, when you pick up a car magazine, you can be sure it's going to be on the cover of every one of them. That was for me probably the most exciting project that I could think of at the time, of any car company. You not only do a super sports car, but you do it for Porsche. Der Motor war schon der Originalmotor, das war ja überhaupt der Grund. Man hat ja einen Motor entwickelt für Le Mans und dann wurde das Reglement verändert und plötzlich hat man einen Motor gehabt und kein Auto dazu. Und daraus entstand überhaupt der Carrera GT. Hat er geguckt und dann sagt er, könnte man doch auch ein Straßenauto machen, so in die Richtung. Geht das? Ja, hat der Singer gesagt, in seiner fränkischen Art. Ja, kann man. At the time, there was really no finalized design and there was no finalized model yet. And we knew that time was running because the board members of Porsche had announced to come over at the beginning of March, and the idea was to make a decision that day for the Paris show in October of the same year. Klingelte bei mir das Telefon und der Herr Marchert hat gefragt, ob ich denn vielleicht einen Supersportwagen machen möchte. Ich sag mal, da braucht man ein bisschen Bedenkzeit dazu. Also so 5 Sekunden habe ich ungefähr gebraucht. Dann natürlich so gesagt. Das war 1999, also im Jahr 2000 ist ja das Showcar vorgestellt worden. We had rented a hangar in Santa Monica Airport. And the whole design team was there, of course. The board members came in. And we had prepared a presentation with a full-size exterior model, full-size interior model, and we had prepared several comparison cars. I remember there was a Ferrari F50, there was a Lamborghini, and some other cars, I think a Dodge Viper. And we took the risk. The decision was made, okay, we're gonna go full speed ahead for the show in Paris in October. Und vor allem die Einfahrt vom Louvre mit 300 Journalisten, die da früh um 6 Uhr, das ist so mal eine Leistung, Journalisten da früh um 6 Uhr aus dem Bett zu locken, dass die alle da sind. Und die haben alle erwartet, dass wir den Cayenne wahrscheinlich zeigen. Ne? We were not where the journalists were. We stood on the side in one of the arcades with our umbrella and it was pouring down. And it was such an incredible scene. You have to imagine it's still dark, and then all of a sudden you hear this sound. It was like incredible. Den hört man immer noch und entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, aber das ist der geilste Motorsound, der in einem Serienfahrzeug überhaupt mal realisiert wurde. Uns war schon klar, wenn wir in Paris das Showcar zeigen, dann wollen wir den Leuten sagen, das ist nicht nur unser Konzept, wie wir uns das Auto vorstellen. Wir wissen auch, dass wir es bauen können. Und dann habe ich also eine Mannschaft von ungefähr 10 Leuten bekommen. Dann haben wir uns in Flacht und in der Rennabteilung in einer alten Baracke, die eigentlich schon abgerissen werden sollte, eingerichtet. Da ist das Monocoque dann schon mal sehr weit konstruiert worden. Wir wussten damals schon, es wird fast alles neu. Kohlefaserkarosserie. Wir wollen ein Konzept umsetzen wie im Rennwagen. Wir wollten die Tradition von Porsche, dass man Rennen gewinnt, nicht nur durch die höchste Motorleistung oder sowas, sondern durch das beste Konzept. Das wollten wir auch hier umsetzen. Es gibt einen, der das Fahrzeug freigibt für die Kunden und der heißt Walter Röhrl. Ich bin ganz begeistert. Ja, war begeistert, aber ich habe gesagt, für einen normalen Menschen natürlich so unfahrbar, wie er jetzt ist. Ne? Das ist alles pur an dem Auto. Jede Bewegung wird exakt so übertragen, ob du Gas gibst, ob du bremst, ob du lenkst. Wie ein Rennauto, sehr spitz. Das war also nicht das Grip, 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 zack.
Der Roland, der kennt ja die Leute sehr gut vom Rennsport her. In einer Rennabteilung ist man gewohnt, zusammenzuarbeiten, um ein Ziel zu erreichen innerhalb einer bestimmten Zeit. As now here with this car, for the first time we had a chance to work with those proportions. Es war keine Elektronik am Markt, die schnell genug war. Wir haben natürlich ABS und wir haben eine Traktionskontrolle, aber alles andere müssen wir eben mechanisch lösen. Ich bin sehr viel gefahren, Nürburgring vor allen Dingen. Und wir haben versucht, das Auto dahin zu kriegen, dass alle Leute damit fahren können. Es gibt ja Autos, die, wenn man in den Grenzbereich kommt, einen harten Abriss haben, also Snap-Oversteer. Und es gibt Autos, die machen das mit einem weicheren Übergang. Und das muss das Ziel sein. Das ist ein echtes Konzept Porsche-Fahrzeug. Und damit eben auch das Statement für die Zukunft. Das ist der Level, wo man sagt bei Porsche, alles, was ich als Technik da reinpacke, das muss das Auto können. Ohne Wenn und Aber. Und dadurch war für mich klar, das wird ein Hammerprojekt für alle Beteiligten. Nur wenn du ihn drehst, hast du einen Sound, so wie früher, wenn ich in Monte Carlo beim Zuschauen war, wenn die durch den Tunnel gefahren sind. Identisch ist dieser Sound, dieser 10-Zylinder. Man V-Max-Messungen macht mit verschiedenen Flügelstellungen, mit allen möglichen Dingen. Das Auto läuft immer bloß nur 325, das ist uns nicht genug. Wir wollen 330 sehen. Und da ist damals eine neue Linie gemacht worden, die hieß Porsche DNA. Und die fing an mit der Nummer 1, 959 GT1 und dann kam der Carrera GT. Dafür verantwortlich gewesen zu sein für einen Teil der Porsche DNA, das braucht man nichts zu sagen dazu, ne? I think it really proves that the design language of Porsche is timeless to a certain degree. If this car had never been shown before, would turn up today, I think the community would applaud.